Zum Klavierspielen verwenden wir nur den F-Schlüssel und den G-Schlüssel, weil der C-Schlüssel ist ja der sogenannte Bratschenschlüssel und wir haben nur 2 Hände und brauchen nur 2 Schlüssel, einer fürs obere System, einer fürs untere System. Wir haben ja 2 mal 5 Notenlinien. Oben kommt der Violinschlüssel hingeschrieben und unten der Bassschlüssel. Die Schlüssel müssen vorne stehen, weil sonst wissen wir nicht, welche Töne wir zu spielen haben. Als erstes lernt ihr von mir den geschichtlichen Hintergrund der Schlüssel. Der Violinschlüssel hat sich aus einem G entwickelt. Man sagt auch G-Schlüssel zum Violinschlüssel aus diesem Grund. Der Violinschlüssel sah also so aus, dass es tatsächlich wie ein G aussah. So kann man sich das auch wunderbar merken, wenn man weiß über die Entwicklung. Die Note sitzt da, wo der G-Schlüssel beginnt, auf der zweiten Linie von unten. Noten schreiben wir ja als Kreise und so sieht dann der Violinschlüssel aus. Wir beginnen auf der zweiten Linie von unten, machen eine Schnecke nach rechts, nach links, nach oben, ziehen den Strich senkrecht runter und haben noch eine Schnecke. Hier seht ihr ganz deutlich, dass der G-Schlüssel sich aus dem G-Buchstaben G entwickelt hat und die Note G auf der zweiten Linie von unten beginnt. Wir haben ja 5 Linien, da wo der G-Schlüssel notiert wird. Wenn man das weiß und das auch gleichzeitig mitlernt mit dem Notenlesen, dann hat man eigentlich keine Probleme mehr, weil das wird allerdings häufig nicht erklärt. Der G-Schlüssel, der Violinschlüssel, steht für die rechte Hand. Der F-Schlüssel heißt F-Schlüssel. Jetzt schreiben wir den Schlüssel für die linke Hand. Unterhalb der Violinschlüsselzeile hat sich aus dem F entwickelt. Ihr seht schon, dass ich das hier andeute. Also es kamen bei dem Bassschlüssel, bei dem F-Schlüssel Punkte dazu. Die Punkte kann man sich so denken als Verbindungsstück. Dann hat man da auch ein F. Heute sieht der F-Schlüssel so aus. Ich finde eigentlich immer wie so ein Ohr mit 2 Punkten, die sich in den oberen 2 Zwischenräumen befinden. Die sind ganz wichtig. Darf man nicht vergessen. Auf der zweiten Linie von oben beginnend der Bassschlüssel. So, und auf der zweiten Linie von oben im Bassschlüssel sitzt das F. Bevor wir jetzt ein Stück schreiben, ziehen wir vor den Schlüsseln eine Linie. Das ist auch wichtig und setzen eine Klammer davor, weil wir 2 Hände haben und mit der Klammer diese beiden Notensysteme verbinden zu einem Notensystem. So, das wäre dann ein komplettes Klaviernotensystem, Violinschlüssel, Bassschlüssel. Es gibt natürlich auch die Ausnahme, dass man 2 Violinschlüssel hat oder 2 Bassschlüssel. Dann muss die rechte oder die linke Hand dann immer den jeweiligen Schlüssel spielen. Am Ende eines Stückes ziehen wir auch 2 senkrechte Linien, wobei die zweite Linie dicker ist als die erste. Wenn wir sowas sehen, wissen wir, dass das Stück zu Ende ist. Es gab tatsächlich für Schulaufgaben oder auch an der Hochschule, wenn man das nicht mitnotiert hat, dann ist das immer gleich ein Fehler. Ne? Das ist also der Anfang und das Ende. Und dann kommen natürlich noch Vorzeichen dazu. Die schreibt man dann auch noch hier hin. Die Taktart ist wichtig.
Aber hier heute geht es um die Notenschlüssel und wir lassen das jetzt erstmal so.